Software-Leasing kann auch für Cloud-Systeme mit Abo-Modell interessant sein. Wir sind gerade auf dem Haufe X360 Summit und Dirk spricht jetzt mit Philipp von Miller Leasing. Er erklärt uns, wie genau Software-Leasing funktioniert. Danke Inga. Hallo Philipp. Moin. Hallo Dirk. Moin. Du kommst von der Firma Miller Leasing. Was macht ihr da genau? Was machst du da genau? Ja, also vielleicht sage ich einfach mal so 2, 3 Sätzchen dazu. Also Miller Leasing ist eine Leasinggesellschaft. Wir verstehen uns als IT-Spezialisten, weil wir leben und denken in IT. Wir machen nichts anderes. Ja. Wir sind 1979 gegründet. Seitdem her bewegen wir uns in der IT-Welt, familiengeführtes Unternehmen mit roundabout 60 Mitarbeitern. Ja. Okay. Genau. Und ihr habt ein Leasingvolumen in welcher Größenordnung? Kann man das öffentlich sagen oder ist das eher nicht so öffentlich? Also wir machen einen Umsatz mit unseren 60 Mitarbeitern in Höhe von 130 Millionen Euro. Okay. Genau. Ihr finanziert Leasing. Das ist ja, ich meine, aus dem klassischen Bereich kenne ich das. Ne? Also früher ist man hingegangen, hat eine Software gekauft, die hat 120.000 Euro gekostet. Genau. Und da hat man die finanziert. Kreditfinanziert, Leasing oder Sell and Lease Back, ähnliche Dinge, ähnliche Konstrukte. Wir reden ja hier davon, ich sag mal, unser Kunde, Haufe X360, wir sind ja hier auf dem Summit, der geht ja normalerweise hin und macht ein Einführungsprojekt, sagen wir mal 30.000 oder 60.000 Euro. Und dann kommt dazu eventuell Wartung und die Subskription, die er dann monatlich bezahlt. Genau. Da geht das ja gar nicht. Also wie handhabt man das? Also das ist immer so der klassische Einwand, wieso sollte ich meine Kosten irgendwie über eine Finanzierung verteilen, wenn die Kosten ja sowieso schon verteilt sind. Ja? Aber wie du ja auch schon richtig gesagt hast, erstreckt sich so ein Projekt ja dann auch noch über verschiedene Kostenfaktoren, wie beispielsweise der Dienstleistung, der Wartung oder abschließend halt auch noch etwas, was ich sag mal, so ein kleiner USP von uns ist, die Eigenleistung des Kunden. Okay. Also wenn er auch noch Kosten für seine Key-User hat, für den IT-Leiter, für den Projektmanager, dann kann er diesen Kostenblock auch bei uns absetzen bzw. ins Leasing reinsetzen. Ja. Das heißt, ihr finanziert das Projekt, eigene Leistung, also eigene Leistung wahrscheinlich unter bestimmten Voraussetzungen, fremde Leistung und auch die laufenden Kosten für einen definierten Zeitraum, sodass derjenige, der jetzt vielleicht, ich sag mal, einmalig halt normalerweise jetzt 60.000 Euro stemmen müsste, warum geht ihr hin und finanziert nicht nur das Beratungsprojekt? Definier das nochmal genau, was meinst du mit Beratungsprojekt? So eine Implementierung ist ja, ich sag mal, angenommen, die kostet jetzt 50.000 Euro. Und ich habe ja zusätzlich die Subskription. Warum nehme ich die Subskription und Wartung mit in das Leasing rein und nicht nur das Projekt? Ja. Also am Ende des Tages brauchen wir natürlich auch ein Wirtschaftsasset, um einen Leasingvertrag zu schließen. Das heißt, wir brauchen auch letztlich im Rahmen der Subskription oder in der Cloud-Welt sprechen wir ja von Nutzungsrecht. Ja. Also wir brauchen ein Nutzungsrecht, um letztlich einen Leasingvertrag generieren zu können. Ja. Okay. Weil ansonsten würden wir, ich sag mal, ein Luftschloss finanzieren, wenn man nur von der reinen Dienstleistung jetzt ausgeht. Ja, okay. Das heißt, das Leasing der Subskription, man zahlt die Subskription dann einfach nicht an Haufe, sondern an euch, zusammen mit dem Leasing, aber eben in einem Leasingbetrag. Genau. Ja. Und was ist da normalerweise die Laufzeit für so einen Leasingvertrag? Welche Laufzeiten sind da im Mittelstand üblich? Also wir passen uns eigentlich immer so der Meilensteinplanung bzw. des Projektvertrages dann auch an und sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit 3 bis 5 Jahresverträgen. Okay. Ja, also wenn man jetzt im ERP-Bereich unterwegs ist und nach dem Leasing-Erlass geht, ist es eigentlich typisch, dass man 60 Monatsverträge hat, also 5 Jahre. Ja. Ich meine, der Aufwand liegt in der Größenordnung von einer Mittelklasse-Limousine, je nachdem, bei größeren Unternehmen vielleicht auch mehr, bei kleinen Unternehmen vielleicht auch weniger. Und die Finanzierung dann auch im vergleichbaren Zeitraum, ne? Genau, richtig. Ja. Super spannender Einblick. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Wenn ihr Fragen zum Miller Leasing habt, dann wendet euch gerne an Tom und Jörg. Die sind da dann auch im Gespräch und stellen die Verbindung her und bringen euch dann auch in dem Moment zusammen und stellen euch auch Material zur Verfügung. Und wir sind dann, denke ich, durch. Viel Spaß noch hier auf der Veranstaltung. Ebenso. Vielen Dank. Ich denke, du hast viele spannende Kontakte schon geschlossen. Und absolut. Dann zurück zu Inga. Ne? Tschüss. Alles klar. Ciao.
Dirk hat es gerade schon gesagt. Wenn du noch Fragen zum Thema Software-Leasing hast, dann komm gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten verlinke ich natürlich unten in der Beschreibung zum Video. Und wenn du noch mehr Eindrücke vom Summit bekommen möchtest, dann schau gerne auch in den nächsten Tagen und Wochen auf unserem Kanal vorbei oder abonniere ihn direkt. Dann verpasst du unsere nächsten Videos nicht.